24 Angler auf 12 Booten jagen 3 Zielfische. Jawohl! Mit fast 2000 PS auf riesigen Wasserflächen. Yes! Für einen Titel. Der YPC Boat 2022 wird präsentiert von Finnwal, Humminbird und LMAB. Hallo liebe YPC Boat-Zuschauer und herzlich willkommen zur 3. Folge und damit zur ersten Folge der Gruppe B. Bevor es losgeht, stellen wir euch kurz die 6 Teams dieser Gruppe vor. Abo Garcia, ursprünglich 1921 in Schweden gegründet, gehört zweifelsohne zu den bekanntesten Angelmarken weltweit. Für Abo startet der niederländische Produktentwickler Simon Torenbeek, den die meisten von euch bereits aus 2 Staffeln Ufer YPC kennen. Sein Teampartner ist neu beim YouTube Predator Cup, doch Freddy Harbord gehört zweifelsohne zu Europas erfolgreichsten Großfischanglern. Der Deutsch-Schwede ist Experte im pelagischen Fischen, doch auch das Wurfangeln ohne Live-Technologie beherrscht der Gewinner der Predator Tour Schweden von 2021, natürlich aus dem FF. Für Bullseye Fishing, eine junge Schweizer Firma, vor allem bekannt für exzellente Raubfischrouten im Premium-Segment, tritt der Gründer persönlich an. Markus von Ooy war schon im YPC-Viertelfinale, belegte 2021 Platz 6 bei der Predator Tour in Schweden und hat Unterstützung vom bekanntesten Raubfischangler Süddeutschlands. Herbert Ziereis gewann bereits die Profiliga und holte sich den Vizemeistertitel beim YPC 2019. Wir sind gespannt, wie das schweizerisch-bayerische Duo harmonieren und ob Schleppexperte Herbert in der Power Hour die Sideplaner auspacken wird. Einer der größten Marktkonkurrenten von Bullseye ist Hearty Rice, denn die taiwanesische Firma produziert ebenfalls sehr hochwertige Routen, die von vielen europäischen Anglern geschätzt werden. Der Österreicher Josef Schmidt, der Hearty Rice in Europa vertreibt, ist ein erfahrener Turnierangler. Er fischt zum Beispiel seit vielen Jahren die niederländische Predator Tour und landete 2021 auf dem 4. Platz. Sein Teamangler Pascal Suyata aus Westdeutschland kennt sich ebenfalls bestens auf den Turniergewässern aus. Hearty Rice kann also auf Gewässerkenntnis und auf Turniererfahrung zurückgreifen. Das gilt auch für Westin, denn mit André Schmidt geht ein Angler an den Start, der auf diesen Gewässern schon etliche Top-10-Platzierungen bei den renommierten Raubfischturnieren erreichen konnte. Sein größter Erfolg war ein Sieg bei den Lure Masters 2018. Der Osteopath aus Franken wird wie im River Fighters Turnier vom Thüringer Philipp Teichert unterstützt, der die breite Produktpalette der beliebten dänischen Raubfischmarke als Sales-Repräsentant in Deutschland vertreibt. Philipps ehemaliger Kollege Enrico Di Ventura startet wie beim YPC 21 und beim YPC Bass für die junge deutsche Angelmarke LMAB, die in Europa immer beliebter wird und für die Enrico als Produktentwickler tätig ist. Der Lure Masters Gewinner von 2017, WPC Champion von 2019 und YPC Sieger von 2020 startet zusammen mit Firmengründer Daniel Andriani. Auch der gebürtige Afrikaner hat in den letzten Jahren diverse Bootsturniere in den Niederlanden gefischt. Kurz vor dem YPC Boat konnten Enrico und Daniel immerhin im oberen Drittel bei den Lure Masters landen. 2 fehlende Zander verhinderten eine Top-Platzierung. Mal sehen, ob die Zander diesmal besser mitspielen. Außenseiter in dieser Gruppe ist, zumindest auf dem Papier, das Team B1 Bootscenter. Im brandenburgischen Werder an der Havel vor den Toren Berlins erfüllen Frank Schaper und sein Team wirklich jeden erdenklichen Wunsch im Hinblick auf Angel- und Freizeitboote. Frank hat keine Turniererfahrung, doch seine PBs sind beachtlich. Ähnlich verhält es sich bei seinem Verkaufsleiter Tobias Hilgendorf.
Die beiden sind gut mit lokalen Guides vernetzt, erhielten wertvolle Unterstützung von Garmin und vom Honda-Team und absolvierten so ein sehr erfolgreiches Training. Frank und Tobi sollten also keinesfalls unterschätzt werden. Guten Morgen, Test 1, 2, 1, 2, Test. First day of the YPC boat, Team Abu Garcia checking in. Ja, wir starten jetzt gleich. Wir werden gleich zu unserem ersten Spot fahren. Wir werden uns eine steile Kante suchen, weil wir meinen, dass dort ein bisschen tiefer der Hecht steht. Every minute we start later. Yeah, we can add on the end. We can add on the end, but the best period of salmon Yeah, fishing is over. it's now. It's now 1 hour around about that we can catch them. We should go now. Der Start ist erfolgt. Die Kapitäne lenken die Boote zum allerersten Spot des Tages. Abu Garcia, Bullseye und Westin haben sich für eine kurze Fahrt und einen Start auf dem Hollands Deep entschieden. LMAB und Hearty Rice fischen zunächst auf dem benachbarten Haringfleet. Die meisten Kilometer bis zum ersten Wurf legt B1 zurück, denn Frank und Tobi fahren über das gesamte Hollands Deep zur Meerweide, um im Fluss zu starten. Team Bullseye hat, angekommen am ersten Spot, bereits die ersten positiven Anzeichen ausgemacht. Also genau da, wo die Dinger sind, gell? In der Linie. Und da müssen wir dann rechts und links schmeißen. Und da ist nämlich genau, wo die tauchen. Gell? Also Fische ist dort, weil sonst waren die sonst wären die Vögel eh nicht da. Minimum Nahrung ist schon mal da. Ha? Minimum Nahrung ist schon mal da. Nur ein bisschen weiter so rüber, gell? Fahren Sie? Ja, ich fahre mit dem Buggy. Ich weiß nicht, was für einen Wind das wir haben. Fast keinen. Ja. Guten Morgen und herzlich willkommen von Team Westin zum YouTube Predator Cup Boot 2022. André und ich sind am ersten Spot angekommen und sind heiß wie Frittenfett auf unsere ersten Würfe. Aber richtig heiß. Starten beide mit einem Gummifisch. Bei mir ist es der 9 cm Shetties in der Hecht und Barsch Sonderfarbe. Einer der geilsten Köder mit einer der besten Farben, die es gibt, kombiniert. Auf den setze ich jetzt auf Barsch und Zander. Genau, ich versuch's gleich mal mit dem 12er Headlight, weil wir vermuten eventuell, dass ein Hecht hier steht und normalerweise, also wollen wir mal hoffen, dass einer da ist, der nimmt sich das Teil auf jeden Fall. Barsch und Zander greift Philipp ab, ich nehme den Hecht. Danach 10 Würfel mache ich damit ungefähr, danach wechsle ich sofort auf unsere Creek Craw, um die dicken Barsche zu kriegen. Wir geben richtig Gas. Westin hat einen ganz genauen Plan an der ersten Stelle. Bei Abu Garcia, die auf demselben Gewässer starten, hat Freddy ebenfalls eine sehr konkrete Idee, wie die Fische zu überlisten sind. So, jetzt geht's los. Anker ist gesetzt. Wir sind hier auf einem Plateau drauf, das ist 8 Meter tief. Und ist wie gesagt mitten im Nirgendwo. Es liegen ein paar Steine, die habe ich mal gefunden. So 4, 5 große Steine rum. Und wir brauchen bloß 2 Fische. Und wenn da 2 Fische dran stehen, dann sind das hoffentlich unsere. Wir angeln gleich die Kante hoch. Warum angeln wir so hoch? Ganz einfach. Wenn der Zander den Futterfisch folgt beim Jiggen, dann lieben die das, die Kante hoch zu schwimmen und dann zu beißen. Ne? Also viele Angler fischen die Kante runter. Aber ich finde, dass das Hochangeln der Kante viel, viel geiler ist und oft auch die größeren Fische bringt. Und ja, wir hoffen, dass wir einfach einen von diesen meistens relativ guten Zandern hier fangen, weil wir brauchen 1 oder 2 Fische. Let's go! So, erster Wurf, YPC 22. YPC Boat 2022, First Cast.
Bonzo macht's gut. Herbert macht's besser. Dicke Barsche fangen wir hier. Dicke Barsche, ja. Let's go, buddy. Wenn ihr den ersten Wurf macht und das Wasser ein bisschen tiefer ist, dann lohnt sich das, den nicht an gespannter Schnur absinken zu lassen. Ich halte den Finger so in die Schnur, wie ich es hier mache, und gehe mit der Rute nach und hole so Schnur und lasse ihn dann kontrolliert fallen, weil so verliere ich keine Wurfweite. Wenn das Wasser zum Beispiel 8 Meter tief ist und ihr schmeißt aus und lasst ihn an gespannter Schnur sinken, dann verliert ihr ganz viel von der Wurfweite, die ihr haben möchtet. Deswegen Rute hochhalten und dann folgen. Und solltet ihr beim ersten Wurf diesen Biss kriegen, habt ihr trotzdem noch das Gefühl in der Rute und könnt dann den Anhieb setzen. Fish on. First cast. First cast, wonder. It's a small Zander. Good. It's not even, I think it's not sizable. Okay, but we need the net anyway. It's 40 maybe. Fish is a fish. No, it's sizable. First fish. Good job, buddy. Okay. Oh, It's doing like one cast. This guy is insane. Goby, pulls realistic. Super nice bait, especially like a little tail whip. Well done, Simon. Good design of that bait and brought me a fish in the tournament on the first cast. We have 56.5, so it's even a little bit about half. So it's 57 centimeter. Yes. You agree? Yeah. I think that must be the first fish of the tournament. There's no way someone else caught that fish. We have the slowest boat, so we choose a spot close to the trailer helling, the trailer ramp. Ich mag die kleinen Zander, herrlich. Ein paar größere wären zwar besser für uns, aber das bringt einen guten Mojo auf den ersten Wurf. Weiter geht's. Das nennt man dann wohl einen Blitzstart. Und ja, es ist auch der erste Fisch des Tages. 74,1 Punkte für Abu Garcia. Harty Rice gratuliert. B1 ist endlich am ersten Spot angekommen. Ja, schönen guten Morgen. Jetzt sind wir nach einem ganzen Stück Fahrt angekommen am ersten Spot. Und ja, unser Plan ist, dass wir erstmal im Flussbereich sind. Also war auch ein Stück entfernt von unserem Start. Und wollen hier erstmal ein bisschen jiggen, die Kante runter jiggen auf Zander, Barsch und Hecht ist hier auch zu erwarten. Aber die Idee ist, dass wir hier erstmal Fische fangen. Danach wollen wir weiterfahren zurück, ein bisschen mit Chatterbaits angeln, im Flachwasser, im Kraut. Aber zuerst hatten wir hier im Training auch schon etwas Erfolg. Ja, so sieht's aus. So starten wir erstmal und dann gucken wir. Wir sind ja immer flexibel. Okay, keep cool, keep cool. Nach hinten. Wo willst du den Kescher? Ja, da hinten. Hinten, ne? Hoffen wir mal, dass er ein Barsch ist. Ja, das wird ein Barsch sein. Er schüttelt zwar nicht, aber vielleicht ist er so ein großer Barsch, dass er sogar zu faul zum Schütteln ist. Oh, Monsterbarsch. Nicht zu hoch, nicht zu hoch, nicht zu hoch. Ey, das ist ein Start. Bist du gelähmt? Ganz stark, keiner. Zum Glück haben wir den Spot noch gemacht. Und das ist ein 50er, Herbert. Ja. Das ist ein 50er, aber was für einer. Leck mich am Arsch. Ja, das ist ein 50er. Kann jeder erzählen, was er will. Ja. Warte mal, heben wir den da hin. Ja. Der hat 50. 50 hat er gerade. Ja. Ich muss ein bisschen ablegen, dann nicht so zusammen. Das hat so. 50.
Was für eine Klamotte. Bye, bye. Das erste Ausrufezeichen der Gruppe setzt Bullseye. Ein absoluter Traumbarsch für Herbert, der satte 100 Punkte bringt. Hier ist der Plan komplett aufgegangen. Die Konkurrenz schwankt zwischen Angst und Bewunderung. Barsch 50, Herbert. 50. 50. Boah, der Herbert schon wieder. Wow. Das ist gut. Das ist top. Das ist richtig gut. Ja, also nicht viele Fische gefangen bis jetzt, muss man sagen. Nur 2 Fische, die reinkamen. Aber davon einer ein absolut Beauty, muss man wirklich sagen. Also Gratulation an den Fänger. Petri, dickes Petri. Das wird schwer. Aber wir geben unser Bestes. Wir kommen, Herbert. Wir kommen. Ist ja wieder alles ganz neu für mich. Und zwar, ich starte ja mit dem Bullseye miteinander. Und natürlich fische ich die Routen natürlich vom Bullseye. Und jetzt fische ich gerade aktuell die Lucky Look da, 2,25 Meter. Die hat so 20 Gramm. Also ich glaube, dass man mit der alles machen kann. Die habe ich mir extra als hergerichtet für so kleine Gummifische zum Schmeißen, Mini-Jig. Und ja, Jig-Spinner bis so 10 Gramm gehen mit der auch ganz gut. Und man kann damit 50er Barsche fangen. Das ist natürlich noch erfreulicher, gell? Where's number 2? Yeah. Where is he? As usually, takes some time here. Ah, that's normal. Just be patient, fish correctly. Number 1 was so fast, huh? Yeah, as typical. Like yeah. five hops. But that's the worst thing. The first cast, if it brings a fish, Yeah, then it's usually going to be tough. then The second one. the spot dies. Yeah, you know it. When you catch a fish on the first cast, better you leave the territory right away. Keep it a good memory, leave the spot, Yeah, find something new. be happy. Yeah, be happy. Yeah, that's what you wanted. Leave that spot now. Here's your fish. yeah. Go, Yeah. run. Sir, we have a tournament. We have a tournament filming. We vissen een wedstrijd. We have here the direction where we cast. Je ligt precies op bolstek waar wij proberen te gooien. Hat sich gerade ein Boot hingelegt. Also wir haben hier quasi einen Spot gewählt, dass wir genau da den Steinhaufen haben. Hat sich ein Vertikalangler vorgeschoben und direkt oben auf den Steinen drauf. Der liegt jetzt ungefähr so 20 Meter vor uns. Nicht so gut sowas. Wenn ihr vom Boot angelt auf einem Gewässer, wo viele Angler seid, schaut, dass ihr immer Respekt habt, Mindestabstand halten auf jeden Fall. Auch wenn ihr so seht, dass Angler driften irgendwo, sollte man immer aufpassen, dass man sich nicht in die Drift auch reinlegt, ne? Weil das ist natürlich gerade für die Locals. Ich bin viel am Reisen, fisch viel Gewässer, die selber nicht meine Hausgewässer sind. Und gerade wenn man sich dann bei den lokalen Anglern dann irgendwo in die Drift reinlegt, das kommt nicht so gut an. Also ich fische hier die Predator 2BC bis 250 Gramm Wurfgewicht, weil ich heute Morgen vermute, dass die Hechte noch relativ flach stehen und ich relativ große Köder ganz langsam die Kante runterfische. Wir stehen jetzt gerade so bei 10 Meter, nicht weit zum Ufer und die Kante ist halt hart abfallend. Jetzt werde ich noch ein bisschen leichte Köder fischen und danach werde ich die Kante ein bisschen abjiggen mit großen Gummis. So, wir haben gerade gesehen, da ist ein bisschen Bewegung an der Oberfläche drauf. Kann sein, dass die Fische mehr im Mittelwasser stehen. Und mit dem Deracoup kann man ja, alles abjicken im Prinzip. Den werden wir jetzt mal probieren. Köderwechsel. Momentan Enrico fischt einen Gummifisch. Das heißt, ich versuche jetzt Baits zu fischen, die deutlich mehr Vibration, Aktion machen. Hab gestartet mit einem Spinnerbait, dann kurz gewechselt auf ein Twitchbait und jetzt wechsle ich wieder auf ein Chatterbait. Und ja, das wird erstmal meine Taktik sein, ist einfach unterschiedliche Searchbaits zu benutzen, einfach ein bisschen durchvariieren, bis wir herausfinden, worauf die beißen. Fish, yes, fish. Good bite, huh? Yeah, good bite. Yeah, good bite. Gut. First cast with the Berkeley Sig Vibe. Ja, wir haben jetzt gerade zu einer Farbe gewechselt. Ich habe gerade einen transparenten Köder ran gemacht.
einen Zickflanker und habe sofort einen Biss gehabt, den Wurf weitergefischt, noch einen Wurf gemacht, boom, wieder einen Biss gehabt. Dann hat Simon gewechselt auf die gleiche Farbe, aber einen anderen Köder. Und ja, er wirft jetzt aus und hat direkt auch einen Fisch drauf. Und es war ein guter Tock, deswegen ist es wahrscheinlich ein okay Fisch. It's not so big. Ein großer, aber Not big, but sizable. There we go. Ja. Yes! gut, okay. Ja, eigentlich haben wir unser Ziel erreicht mit den Tandern. 2 wollten wir haben, die könnten ein bisschen größer sein noch. Wir angeln noch mal ein bisschen, aber wir könnten fast demnächst schon zu den Barschen und Hechten übergehen. This one is 60.5, 61 centimeters for the score. Let's release it quickly and get another cast. Oh yes, strong release, lovely, good bite. On the, I will show you. On the Berkeley Zig Vibe again. I mean, this is a killer for zander fishing, huh? And as Freddy said, he switched to this color on a different bait, but this color, and got a bite straight away. And I switched to the Zig Vibe in this blue shiner color. First cast, boom, 61 centimeter. Let's make another cast. Nicht einmal eine Stunde braucht Abu Garcia, um die beiden Pflichtzander in die Wertung zu bringen. Die Größen sind zwar in Ordnung, doch da die Zettis beißen, wird erst einmal am Plan festgehalten. Und die ganze Kante hier da geht es ziemlich flach weg und dann sofort tief rein. Und wir werden diese ganze Kante jetzt runterschicken, das ist unser Plan. Und da den einen oder anderen Hecht mitzunehmen. Wir werden sehen. Also es ist schwierig heute ein bisschen, weil wir haben fast keinen Wind. Wir haben auf Wind gehofft. Sehr viel Sonne, aber schauen wir mal. Ja, also wir sind noch am Suchen hier. Fahren einfach ganz langsam über den flachen Bereich. Aber bis jetzt kein Zeichen vom Fisch. Gibt es auch sehr viel Fisch, ja. Wissen wir aus dem Training und aus den Turniertagen, die wir gehabt haben. Aber ja, wie ihr mitbekommen habt, sehr, sehr sonnig. Gar kein Wind. Gar kein Wind. Das ist Wahnsinn. Gestern war echt extrem viel Wind. Und morgen ist auch sehr windig wieder. Aber heute ist gar keiner. Windstärke 1. Und 1 ist keins. Und 1 ist keins. So, erster Spotwechsel. Wir haben versucht, hier ein bisschen zu jicken auf den Zander. War die Idee leider nicht. Sind noch nicht willig. Und jetzt fahren wir zum nächsten Spot und angeln mal im Krautfeld und mit Chatterbait. Let's go! Der Mark ist auch unterwegs. Das war der Mark, ja. Ha? Das war der Mark. Wer war das? Der Patschowski im Training. Der fischt da heute nicht mit. Wir haben Training heute. Wir kommen jetzt ein bisschen tiefer. Deswegen würde ich ein paar Gummifische jetzt rausnehmen, die ich dann auf Gummifisch wechseln kann. Erstmal her ein paar Köfis. Damit fühle ich mich eigentlich ganz gut bewaffnet. So. Neue Farbe im Sortiment, Sparkling Blue. Richtig schöne Farbe und gerade bei dem Wetter mit den blauen Glitzerflakes noch den Zusatzreiz. Ich hoffe, das bringt uns den ersten Fischkontakt. Und weiter geht's. Ja, erster Fisch. Kescher. Meter. Da ist er, den wir wollten. Jawohl! Genau den Fisch wollten wir haben. Der Plan läuft. Noch ist er nicht im Netz. Ich sag dir wann, Herbert. Josef, ich bin völlig... Nein, noch nicht, noch nicht. Jetzt holen wir. Der ist drin! Jawohl! Ja! Ja!
Der Plan geht auf! Ja. Jetzt muss ich mich erstmal kurz setzen. So, jetzt machen wir erstmal alles fertig. Der Fisch ist im Wasser, im Kescher. Jetzt werden wir ihn abhaken und dann holen wir ihn gleich zum Messen raus. Und dann schauen wir mal, was er hat. So, was haben wir hier? 1,10 Meter genau. Ein wunderschöner Fisch. Ein Traum. Wir sind in Holland. Wir können die Fische releasen. Ist erwünscht. Und der soll noch ein bisschen abwachsen. Und auf jeden Fall genug Nachwuchs erzeugen. Und tschüss und ab. Und tschüss. Hey man. Yes! Der 4. Fisch des Tages und bereits der 2. Ausnahmefisch. Pascal und Josef können einen Hecht von 110 cm in den Kescher buxieren und bringen ihr Team Hearty Rice damit auf den 2. Platz. Den Kontrahenten bleibt nichts als beeindruckt zu gratulieren. 1,10. Ja, habe ich mir gedacht. Pascal ist ein sehr guter Hecht. Wow. 1,10 Meter Hecht hat der schon gefangen. Also 1,10 Meter ist natürlich eine absolute Ansage. Glückwunsch auch dazu. Richtig, richtig, richtig geiler Fisch. Mega. Noch ein sehr schöner Fisch. Kommt echt ein paar absolut Beauties raus jetzt. 50er Barsch, 1,10 Meter Hecht. Ja. Well done. Ja, 1,10 Meter. Richtig Alarm auf dem Boot. Jetzt haben wir erstmal die Klamotten ausgezogen, weil heute Morgen war es kalt. Jetzt kommt die Sonne raus, wird warm. Die Fische werden wohl aktiv, vor allen Dingen die großen. Wie gesagt, Predator 2 BC, 250 Gramm Wurfgewicht für große Köder. Jetzt werden wir erstmal die Köder kontrollieren, Vorfach kontrollieren. Ist leicht angetitscht, werden wir auf jeden Fall einkürzen. Weil ich habe relativ lange Vorfächer, damit, wenn ich einen Hechtkontakt hatte und das Leader beschädigt ist, einfach ein Stück abschneiden, neu anknoten, weiter geht's. Team LMAB verlässt das Haringsfleet und versucht sein Glück auf dem Hollandsdieb. Enrico erklärt, weshalb. 2. Platz für heute. Wir haben komplett das Gewässer gewechselt, sind eine ganze Ecke gefahren, weil ja, das hat mir in dem klaren Wasser da hinten in dem anderen Gewässer überhaupt nicht gefallen. Jetzt sind wir in ein anderes Gewässer gefahren, wo deutlich trüberes Wasser ist und jetzt so langsam auch stärkere Strömung einsetzt. Und das ist genau das, was ich eigentlich viel, viel besser finde jetzt. Also zumindest gerade. Klar, die Fische müssen mitspielen, das ist Fakt. Wir haben noch keinen einzigen Kontakt gehabt. Ich bin aber ziemlich zuversichtlich, dass wir die bekommen. Also ein paar Fische werden wir schon heute noch fangen. Da gehe ich eigentlich von aus. Also es kann nicht so weitergehen, so slow, das geht eigentlich gar nicht. Zum Platz selbst muss ich sagen, es ist ein sehr, sehr strukturreicher Platz. Mit vielen Kuhlen und Kanten und teilweise auch ein bisschen steinig und muschelig. Gar nicht so tief. Also man vermutet die Zander ja häufig an den tieferen Kanten. Aber das ist hier eben nicht der Fall. Wir hatten ja auch vorhin versucht, die Zander flach zu fangen. Das ist uns leider nicht geglückt. Aber hier ist schon so viel Struktur, dass auch regelmäßig Futterfischschwärme, also wirklich in ganz, ganz großen Massen hier durchziehen. Und deswegen stellen sich hier eben auch alle 3 Fischarten ein. Also hier ist wirklich die Möglichkeit da, alle 3 Fischarten auch in guten Größen zu fangen. Und ich hoffe, das glückt uns. Also wir brauchen jetzt erstens mal einen Motivationsfisch. Auch einen für die Konzentration. Wir sind zwar beide fokussiert, das merke ich auch. Wir reden nicht viel im Moment, aber so ein Fisch an Bord ist dann echt ein bisschen erstmal so eine Entlastung, aber auch gleichzeitig gut für die Motivation und für die Konzentration. Ja, also wie so häufig kann ich Enrico nur zustimmen. Oh, da war der erste Biss. Okay. Ja, okay, weitermachen. Zumindest ist Kontakt da. Thank Gott, das war immerhin ein Biss, aber leider. Mann, Leute, genau wenn ich ein Statement machen soll. So, wir haben den Spot gewechselt und sind jetzt hier an klassischen Zanderstelle. Steil abfallende Kante, versuchen da jetzt einen Zander zu kriegen. Oh, ich habe gewechselt die Taktik. Ich fische jetzt mit dem Dropshot-Rig und 9,5er Bulltees. Hat sich im Training herausgestellt, dass der eigentlich ganz gut funktioniert hat.
Und mit dem Dropshot-Rig kann ich trotzdem leicht und schön passiv fischen und den Köder immer in der heißen Zone halten, bin knapp über Grund. Die Route habe ich auch gewechselt, fische jetzt die W6 Dropshot. Sehr feinfühlige Route, vor allem in der Spitze, du merkst den Grund perfekt, du merkst jeden Stein, jede Muschel. Geile Kombo auf jeden Fall. Nice. No time for shots. Not a big one. Not a big one? No, but fish is fish. Bring it to me. Bring it to me, baby. It's not so small either, huh? Oh, it's okay fish. Yes. Yes! There you go, buddy. Yes. Plan works. It's another 60, huh? Is it? Yes. Ja, 60. That's 60. Der ist ziemlich sauer, der Kollege hier. Ich werde ihn relativ vorsichtig jetzt packen. Der will nämlich gleich nochmal zappeln. Das merkst du schon an der Körperspannung. Es kann sein, dass ihm aus der Hand fliegt, sonst. Jetzt habe ich ihn. Ja, der ist richtig sauer. Der wird einen geilen Splash machen. Yes, geil. Ach, das macht so Spaß. Herrliches Angeln. So ein schöner Morgen. Und ich glaube, dass der Zander der Fisch ist, der bei diesen Bedingungen wahrscheinlich für einige Teams schwierig sein wird, auf dem Flachwasser den zu fangen. Gut, weiß ich nicht, ne? Aber ja, wenn wir so einen 60er Durchschnitt haben und nachher an der Power Hour uns vielleicht sogar noch einen besseren Fisch holen, dann sind wir eigentlich mit den Zandern durch, glaube ich. Wir brauchen, ja, 4 Stück wollen wir haben insgesamt, wenn es geht. Heute auch am besten. Ja, wir haben ja 2 Wettkampftage und heute ist der Tag mit weniger Wind. Deswegen dieses feine Fischen auf die Zander ist, glaube ich, gar nicht so eine dumme Idee. Da auch ein bisschen Zeit ruhig zu verlieren drin. Ne? Ja, weiter geht's. Bisher stellt es sich sogar als ziemlich gute Idee heraus, denn Freddy und Simon können sich mit dem dritten Zander bereits etwas an der Spitze absetzen. Jetzt soll es natürlich schnell noch ein 4. werden. Okay, my friend. We take one more, Freddy. Yeah, for Right? sure. Yeah, for One sure. more and then we switch to... Yeah, I'm look, a craw. Yeah, you spit it out, huh? Ja. So, hier haben wir einen kleinen Flusskrebs. Die gibt es ja auch in einer ganz guten Menge. Es gibt hier auch Plattfische und die haben ein paar Garnelensorten hier. Also die Zander haben also unheimlich viel Futter. Es ist ein sehr nährstoffreiches Gewässer. Hier das Hollandsdieb und ja, der Angeldruck ist gigantisch auf dem Gewässer. Das heißt, das ist kein einfaches Gewässer, um Zander zu angeln, also vom Verhalten der Fische her. Aber die Population ist gut und ja, funktioniert auf jeden Fall, wenn man ein bisschen dran bleibt. Ihr habt gesehen, nach dem Anhieb habe ich relativ hart angeschlagen und dann relativ hart gekurbelt. Und das ist beim Zander ganz wichtig, weil der Moment, wo er das Maul schließt, da ist häufig so viel Druck auf dem Köder, dass ihr den mit der Rute gar nicht wirklich bewegt kommt. Auch wenn ihr richtig hart anschlägt und eine etwas härtere Rute nimmt, trotzdem bewegt sich der manchmal nicht im Maul. Und in dem Moment, wo der Zander das Maul öffnet, um den Köder wieder loszuwerden, das ist häufig der Moment, wenn der Haken greift. Und wenn dann der Druck zu gering ist, dann fässt der Haken nicht. Das heißt, nach dem Anhieb beim Zanderangeln ist es ganz wichtig, dass ihr noch nachkurbelt und wirklich den Druck über die Rute so hoch aufbaut, wie ihr das könnt. Das ist beim Hechtangeln nicht so ganz unbedingt immer nötig, aber beim Zanderangeln ist es ganz, ganz wichtig. Deswegen macht beim Drill ruhig ein bisschen Druck auf den Fisch und zeigt ihm, wo es lang geht. Dann verliert ihr weniger Fische im Drill. They're so good in shaking off the lure, the Zanders. What lies beneath can no longer hide. New Mega Imaging Plus uses high-frequency sonar to show you fish and structure up to 200 feet below your boat and 200 feet out to either side. No more secrets, no more guesswork, just a clearer picture of the world below, down to a fish's species and direction. Because more detail means more of this. Only from Humminbird.
So, ich bin jetzt umgestiegen auf ein etwas stärkeres Modell, weil ich will jetzt ein 17 cm Köder werfen. Mit dem habe ich hier schon große Barsche gefangen, also 49 cm Barsche. Das kann ich jetzt mit der 21 Gramm Route nicht mehr machen. Deswegen bin ich jetzt auf die Evolution gegangen. Die 702 HS, das ist so eine 10 bis 40 Gramm Route. Die packt diesen Köder noch ganz gut. Little reposition. So we're kind of at the same spot, but we just move like 20 meters. Because we know they're there, maybe a little different angle, a little different approach might give us one more zander before we start doing the rest of the species. Fish! Yes! Good bite! Full bite! Yeah. What a bite! Crazy! Oh, nice! Oh, man! Yes! So crazy! First cast after positioning the boat. Yeah. We just repositioned the boat. So 60, you think? Yeah, feels like. That's what we need. Feels like it. Yeah, this 50 plus at least. Right. Good job. So, machine. Taking a different angle on the spot works. I mean, this fish, 100% sure that they've seen our lures before, but now just a little bit different position, and boom, first cast. That one is 55, huh? 55 centimeter to fill up the scoreboard. So we got 4 zander now on the board. Let's let this one swim back to grow bigger and make us happy another day. Schon der 4. Zander. Abu legt ein ordentliches Tempo vor. Wechseln Sie jetzt die Strategie oder sollen die Zander zunächst noch etwas verbessert werden? Again on this same blue shiner. When the sun is shining like this, transparent color like this can really make a big difference. And then with like a UV orange tail, it's an insane color. This one is super good. Fished on 14 gram. Yeah, perfect lure, and seems to be working. Let's try to get one more, maybe a little bit bigger. Just 10 minutes. Fish, good fish. I think can be an upgrade. Maybe a 50. Can be an upgrade. I don't think so, but let's see. It's close, but can be an upgrade. Ich bin jetzt gerade mal mit dem Gewicht ein bisschen runtergegangen, habe einen 10 Gramm Bleikopf genommen. Auf den Sick Vibe. Das ist ein super schöner Köder mit einer ganz schönen Aktion. Den könnt ihr also auch theoretisch sogar an 3 Gramm oder an 2-3 Gramm schweren Bleiköpfen angeln, so im Flachwasser. Der läuft halt sehr schön. Genau. Ist kein Upgrade für uns, der kommt gleich wieder rein, der Fisch. Mal gucken, was der Kollege hier hat. Der hat 54,5, also 55. Was war der kleinste Fisch? 55 as well? 55, huh? Right? Ja, ist kein Upgrade. I don't know. Maybe. Maybe 1 centimeter. I didn't remember well. So, wir werden jetzt erstmal den Spot wechseln. Was heißt den Spot wechseln? Wir werden die Kante ein paar 100 Meter weiter hochfahren und da angreifen. Da ist die Struktur noch mal ein bisschen anders gegeben. Und dann gucken wir mal da, ob wir unseren zweiten Hecht bekommen, den wir eigentlich heute Morgen im Plan haben. Wir sind jetzt an der Stelle, wo wir uns einen Hecht erhoffen. Und ich fische jetzt Köder so um 18 bis 25 cm. Aktuell noch was Kleineres, weil es ist Ententeich, keine Welle, kein Wind, eigentlich überhaupt kein Hechtwetter. Und so tief ist die Stelle nicht. Da möchte ich jetzt auch nicht mit zu großen Ködern viel Lärm machen. Aber da ist meine erste Wahl die Dentist Cast, 2,55 m bis 145 Gramm Wurfgewicht. Eine extrem vielseitige Hechtroute über Gummifisch, Hardbaits. Wer es kann mit der Länge, Jerken auch kein Problem. Für die Schleppfischer, klar, geht auch. Aber das ist definitiv meine erste Wahl für Köder von 18 bis, sage ich mal, 25 cm. One cup of coffee, then we go. Yeah, fish! Nice. Good fish, good fish. Yes, yes, yes. Good fish. That's what we came for.
Oh. That could be a 70. Ah, Jesus Christ, man. You're the man. You told me to make one more cast, huh? Oh, yeah. Yeah, this is a better fish. It must be an upgrade. It is an upgrade. Ready with the net? Absolutely. You see it when the... Yeah, when they take the bait. It's not super huge, but it's an upgrade. Yes! Last cast, first cast and last cast, we get good fish. I told you, one more cast. We have good mojo on the boat, right? Good energy. That's the most important, to have a good energy in the tournament. That's what we have. And that's what we have, yeah. Perfect. Muy bueno, amigo. See? Look how we nailed that sick vibe. Perfectly hooked. That's it. Just one single hook. If they take the bait right, you don't need any stinger. Let's see how long this one is. 62. Awesome. Freddy was already preparing the rod to go for shallow fishing. He told me, you make one more cast. Maybe we get an upgrade. Boom. 62. That's how we do it. Perfect. Awesome fish. Perfect. And some points. That's how we like it. Der 6. Zander und diesmal bringt er wieder Punkte, denn er stellt eine leichte Verbesserung dar. Auch wenn es 2 Traumfische auf anderen Booten gab, insgesamt scheint Abo mit den windarmen Verhältnissen bisher am besten zurechtzukommen. Yes, baby, yes, baby, yes! Sauber. Ja! Oh, geil, Schlangen aber hoch. Oh, geile, was eine Erleichterung. Der Köder ist unser neuer Spin-Jig von Westin in der Farbe Headlight. Hat den ersten geilen Barsch gebracht. Geiler Köder. Ist übrigens aus Tungsten, richtig cool gemacht. Der bringt noch mehr. Berührt die 34. Exakt 34. Da ist der erste Fisch des Tages. Das nimmt uns auf jeden Fall Druck von den Schultern. Jetzt geht's weiter. Der darf natürlich zurück. André fischt schon wieder und bei mir geht's jetzt sofort weiter. Das 4. Team mit Punkten auf dem Board ist Westin und die Erleichterung ist deutlich spürbar. 34 cm bringen 68 Punkte und den 4. Platz. Ja, der erste Barsch der Gruppe, denke ich, oder Philipp? Kam noch keiner bis jetzt. 34 sind 68 Punkte, ist natürlich mega. Und auch für uns, für den Kopf relativ gut, wenn jetzt mal ein Fisch kommt. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wie das ist. Man steht so unter Druck in den Turnieren immer. Und wenn dann der erste Fisch im Boot ist, dann kommt so ein bisschen Leben wieder in das Ganze rein. Ah, es ist furchtbar. Der allererste Barsch der Gruppe war es nicht. Den fing Herbert ja bereits früh morgens, doch es ist immerhin der 2. Barsch steht nun auch bei Simon und Freddy auf dem Programm, denn Abo hat den ersten Spotwechsel hinter sich. So we filled our papers with nice sized sanders. That was fun and fairly quick. I think it took us less than 1.5 hours, so that's good. Now we switched to some shallower fishing, tried to target some perch and possibly pike. We do that, in a weed bed near the drop-off. We have the boat a little bit outside, and if you make a long cast, you touch the weeds. So that's the strategy for now. We both have a different bait. Freddy's using a soft bait, and I'm using a little chatterbait. Look, close to the weeds. New Berkeley Dex tungsten chatterbait. This one is a 14 gram. Little tiny power swimmer with a beautiful little pedal on the back as a trailer.
And yeah, this one worked so well yesterday on these kind of spots. We had, yeah, in a short period of time we had quite some good bites on this one, so gives good confidence. We're gonna cover some ground, make some miles, and then we see what happens and we adapt. So, wir wechseln jetzt den Spot. Es wird jetzt schon ein bisschen zu flach hier. Es ist schon ein bisschen nicht mehr ganz so optimal. Wir gehen jetzt dann rüber auf die andere Seite. Da haben wir noch ein paar Spots, die werden wir jetzt anwerfen. Kleiner Hecht, aber kleiner Spritzer. Ah, kleiner Hecht. Genau. Ja. Immerhin. Kleiner, ist er vielleicht maßig? Mein. Kleiner Hecht, aber der erste Fisch an Bord. Meine Güte, nach 2 Stunden. Harte Arbeit. Ja. Kleiner. 57. Warte mal, Maul zusammen. 57, was sagt der Schiedsrichter? 57. Ja. Auch B1 schafft es aufs Scoreboard. Ein kleiner Flusshecht entschneidert das Bootscenter. Der Anfang ist gemacht. Yep, first bite today of the perch on a little dredger crankbait, small one, 5 centimeter. But yeah, I set the hook, but he flew off. I don't know. Anyway, a good sign. We found some fish. Ich habe einen kleinen Krebs dran gemacht am Skirted Jig, weil wir haben hier gestern im Training einen Schwarm wirklich sehr großer Barsche gehabt auf dem Eck hier. Und Simon hat jetzt einen Biss gehabt auf dem Crankbait. Und wir gucken mal, ob hier noch vielleicht doch noch mal, ob das der Trupp war oder ob das ein Einzelfisch war. Hier sind nicht so viele Fische auf dem Platz, aber oft sehr große Barsche. Wir brauchen 2 davon. Gucken, ob sich irgendwas machen lässt. Zweiter Spot, HV. Jetzt werden wir mal gucken, dass wir hier noch einen Hecht oder vielleicht einen Barsch erwischen. Und danach werden wir wahrscheinlich komplett das Gewässer wechseln, weil hier ist alles eingeschlafen. Sonne steht hoch, kein Wind auf dem Wasser. Also nicht die besten Voraussetzungen, aber wir werden heute das Beste draus machen. Jawohl, jawohl, jawohl. Komm, Flippi. Jawohl, jawohl, jawohl. Komm. Da kommt er. Boah, das steht. Yes! Ja. Leise, nicht so ganz so laut. Nicht. Die sind so spitz an der Tonne. Okay. Ja. Den wollte er haben. Mach du das Mesherboard, ich mach den Rest. Ja. Mesherboard ist nass, ganz wichtig. Zum Wohle des Fisches. Der hat genau 33,5, siehst du? Auf einen Millimeter. Ja. Da ist der zweite, exakt dieselbe Größe, beziehungsweise ein kleines Stück drunter. Der ist auf jeden Fall wichtig für unser Board. André wechselt jetzt auch auf den Spin Jig, da ja anscheinend das der Köder ist, den sie heute haben wollen. Und jetzt geht's weiter. Yes! Fisch! Philipp! Ich habe deine Route jetzt genommen, weil ich jetzt nicht... Jetzt geht's Schlag auf Schlag, Leute. Der nächste gute. Und yes! Ja! Der ist noch mal größer. Yes! Ich habe mir schnell mal Philipps Rute genommen, weil ich sonst mit dem Wechseln zu lange gebraucht hätte. Erster Wurf, Tungsten Spin Jig von uns. Headlight, bam! Wie geil. Danke für die Route, Philipp. Gerne.
über der 37,5, 38. Ja, Philipp, was meinst du? Jetzt haben wir 3 Barsche, 2 brauchen wir, aber wir können 2 Bonusfische mit reinbringen. Ich meine... Oh. Genau den brauchen wir noch. Fisch! Yes, yes, yes! Der ist zu klein. Na, denk dran, 22, 24. Keschan. Achtung! 24,6, also 7, 25 Punkte. Klein, aber mein. Wieder auf den Spin-Chick, aber diesmal in der Farbe Gold Rush. 3 Wertungsbarsche in kürzester Zeit. Westin kommt damit bereits auf 4 Barsche und Platz 2. Doch so wie es gerade läuft, werden sie direkt versuchen abzugraden, oder? Ja, Philipp, ich wurde jetzt ja unterbrochen von unserem nächsten Barsch. Aber was ich eigentlich sagen wollte, es macht Sinn, die 4 Barsche voll zu machen. Ja. Erledigt. Erledigt. Aber eine Nummer größer wäre noch schön. Ne? Ja. Über 30, der 4. auf jeden Fall. Ja. Und so lang würde ich auch noch hier bleiben, André. Ja, dann haben sie die Barsche jetzt voll. Aber die sind noch zu toppen. Aber so ein 38er jetzt mal zum Einsteigen, so ein 38er Barsch, das wäre schon ganz okay. Ich bin überlegen, ob ich dann vielleicht einmal einen hochfrequenten Köder probieren, Kettig oder so. Weil jetzt ist alles so ruhig. Weißt du, kein Wind. Da macht das T-Shirt ganz schön Radar und ich weiß nicht, ob das so gut ist. Also am Anfang habe ich mich schon gefreut für diejenigen, die die schöne Fische gefangen haben, aber ich sag mal, langsam würde ich mich auch sehr freuen, wenn ein Fisch bei uns vielleicht anbeißen würde und dann vor allen Dingen ins Board kommen wird. Wir sind jetzt auf einer guten Stelle und generell in dem Gewässer fühle ich mich gut, fühle ich mich besser, als wo wir vorhin waren. Weil so wenig Wind, so viel Sonne, ich denke, dass so ein trübes Gewässer könnte besser sein. Fisch, Fisch. We only need 2, that's all. Yeah. Could have had them already. Oh, you. Just because you screwed up? Yes. No. You weren't ready with the net. There's nothing you can do about situations like this. Exactly. I mean, when they bite like this, you miss fish, that's it. And there's more here. The next one is ours. Fish, 100%. Pike, I said it. Careful, careful. I told you it's a pike here. 100%. I told you it's a pike here. Good fish. Yeah, take it easy. Good fish. So funny. I said like, normally right here is a pike. Boom! Okay, this one we really need. Yes. Take it easy, take it easy. Yes. Feels really like a zander. Yeah. Looks like a zander. I think it's a zander actually. I think it's a big zander. Yeah, it's a zander. Get ready. So no pike, it's a zander. Upgrade. Yeah. It is an upgrade, no? Yes. Nice. I hoped a little bit more for a pike, to be honest. Yes, me too. But the typical head shakes. Yeah, and the bite, it was so insanely strong. And it was right on the pike spot. You were wrong. Too bad. I was completely off. He's completely off. Completely off. But yeah, I think this is 60. It is? Yeah, it must be. So we have all of them over 60 then? Yes. Oh, perfect. The shallow zander, I love them. Yeah, good fight, huh? Them. Good fight. Yeah, man. It's a 70. It's a 70. It's really stuck. It's a Berkeley snap jig with a little sneak minnow on it. And if you twitch it with some slack in the line, it goes left to right really nicely. And when the fish are tricky like this, especially on the shallow, it's hard for them to distinguish what it is that's going left and right. And it's going quite fast, so they have to take the opportunity to bite or to lose it out of sight. So this one made the right choice. And back she goes. Thanks for playing. So cool, so cool. So 4 zander over 60. Yeah, we got 1 70 and then 3 60 zanders.
Awesome. What else can we wish for? I know. Sandwich situation is done, yeah. Red fins or something with teeth, something like that. Sie wollen einen Barsch oder wenigstens einen Hecht, doch sie bekommen den 7. Zander. Trotzdem freuen sich Freddy und Simon natürlich über diesen Flachwasser-Zetti, denn er bedeutet eine Verbesserung um fast 17 Punkte und einen Ausbau der Führung. Ja, auch wenn das Wetter heute nicht perfekt ist zum Angeln, sind doch schon einige gute Fische gekommen. Gerade Team Abu Garcia mit Simon und Freddy haben sehr, sehr gut vorgelegt, was die Zander angeht. Respekt dafür. Ja, richtig schwer heute, finde ich. Also ja. Gut gemacht, die Jungs. Ja. Dann der Riesenhecht, natürlich super auch. Hardy Rice, ne? Ja. 1,10. Absoluter Ausnahmefisch auch im Turnier. Wir haben jetzt die Barsche voll und irgendwie haben die Jungs gerade keinen Bock mehr. Was ja aber auch typisch ist beim Barschangeln. Ja? Das stimmt, ja. Das werden viele von euch wissen. Wenn du ein paar rauspickst, danach wird es zäh. Deswegen würde ich sagen, wir fahren dann hier mal weg, oder? Ja. Lassen den Spot mal in Ruhe. Wahrscheinlich geht es ins Flachwasser, André, oder? Ja, schauen, dass wir ein Hecht kriegen. Ja. Oder vielleicht einen Beifang. Genau. Okay. Ja. Also, für uns geht es jetzt zum nächsten Spot. Vielleicht kommen wir nachher noch mal wieder. Schauen wir mal. Abflug. Eine Box, 9 verschiedene Ködertypen in exklusiven Sonderfarben. Ein echter Prototyp. Ein Wettbewerb für die Community und du als möglicher Gewinner oder mögliche Gewinnerin eines sensationellen Preises. Alle Infos zur Competition sowie die teilnehmenden Partnershops findest du unter www.lmab.de/catchcasino. Spiel mit! Welches Boot passt zu dir? Schauen, testen, kaufen. Komm jetzt an Bord, melde dich jetzt an und sicher dir deinen Termin. info@boatcenter-b1.de. Wir bauen dein Boot nach deinen Wünschen. Wir haben jetzt einen Kontakt an diesem Platz gehabt, was eigentlich auch nicht viel ist. Im Normalfall fängt man an diesem Platz schon in den ersten 20 bis 30 Würfen Fisch. Ich bin der Motivator hier an Bord. Das ist meine Rolle. Immer positiv zu bleiben und da zu werfen, wo ein Risi uns hinfährt. Und deswegen würde ich weiter motivieren und motiviert bleiben. Aber es wäre nicht so schlecht, wenn man dann doch einen oder anderen Kontakt mehr haben würde. 10 Minuten, wenn nichts geht, hauen wir ab hier. Können wir dann gegenüber auf dem Kant? Okay, also erstmal die Kante. Lass uns mal gegenüber erstmal die Kante. Diese Handelkante, weißt du, wo dieser Knick ist. Ja. Lass uns mal kurz da. Ja, erstmal die Kante und dann Emisch. Aber ja. Alles klar. Wir sind die Einzigen, die noch Schneider sind, übrigens. Ja? Alle haben gefangen, ja. Wonderful. Just what I wanted to hear. Ja. Wie gesagt, ich nicht unbedingt da als der Motivator. Ja, das heißt, wir sind jetzt das Einzige, die noch nicht gefangen hat. Wir müssen das, wie sagt man, das Feld von hinten aufräumen. Zieht euch warm, oder? Ja, aber irgendwann muss es geben. Und letztendlich, um das Feld von hinten aufzuräumen, muss man erstmal natürlich hinten stehen. Das haben wir gut hingekriegt jetzt in Riesis. Jetzt dürfen wir schon mit den Aufräumen quasi starten. Ja, die Aufräumarbeiten sind jetzt gestartet, Daniel. Du darfst jetzt Fische fangen. Alles klar. LMAB wartet noch auf den ersten Wertungsfisch und auch bei Hardy Rice und Bullseye, die den Tag mit Traumfischen begonnen hatten, ist lange nichts passiert. Wir sind jetzt nur in unserem Plan. Das Einzige ist, wir wollten gerne heute schon die 2 Hechte haben. Das haben wir jetzt nicht. Aber wir haben gesagt, wir ziehen den Plan durch, so wie wir ihn gemacht haben. Das heißt, wir werden jetzt dann gleich den Spot wechseln und werden den Horenstiep hochfahren, um dort auf Zander und Barsche zu angeln.
Fisch. Zum Arsch oder Zander. Dabei, das ist egal. Wir nehmen alles. Noch nehmen wir alles. Ich glaube, ich muss hinter. Meinst du? Oder Hecht? Ja, mach lieber ein bisschen zu. Hier unten ist ja Muschel und Zeugs. Ah, Hecht. Aber den nehmen wir auf. Petri! Vorerst nehmen wir einmal. Jetzt nehmen wir. Der tauscht ja dann noch aus, aber wir wollen nicht jammern. Ja. 78,5, 79. Petri! Die Stelle hier haben wir in unserem kurzen Training auch gefischt und hat da auch Fisch geliefert. Habe hier einen schönen Barsch gefangen. Und irgendwie habe ich Simurin. Ich glaube, hier kommt noch ein dicker Barsch. Meinst du, Herbert? Ja, der Barsch, der hätte gleich kommen müssen. Ja, der gestern kam auch nicht sofort. Ich mache heute den Kescherboy. Ich mache ihn morgen, Fonso. Ha? Ich mache ihn morgen für dich. Machst du morgen? Ja. Es ist halt manchmal, ja, man weiß es nicht, an was es liegt, aber Hauptsache die Fische kommen ins Boot. Ja. Bei wem ist mir komplett egal. Und der hat, ja, ganz schlecht ist auch nicht, Herbert. 60, gell? 61. Ja, das ist geil. 61. Das ist super. Beim Herbert, der 61er, wieder auf die Lucky. Den lassen wir gleich wieder rein. Also ist er gar nicht so klein, wie wir gedacht haben. Topfit. Sehr geil, Herbert. Ein Doppelschlag von Herbert und Bullseye arbeitet sich auf Platz 3 vor. 3 schöne Fische und vor allem als erstes Team haben sie alle 3 Fischarten in der Wertung. Ja, alle 3 haben wir jetzt mal. Ja, das ist schon auch mal wichtig. An den Barsch, den werden wir hoffen, also wenn wir den noch tauschen, ist auch recht. Nein, ich meine jetzt überhaupt nicht, dass wir, ja. Wir brauchen auch erst einmal 6. Genau, aber ich meine nur, der Barsch, der bleibt sicher drin, denke ich mal. Der bleibt drin, ja. Hecht, da müssen wir schauen, was noch geht. Und Zander, schauen wir auch, aber 61 ist doch schon mal gut für so strahlenden Sonnenscheintag, ohne Wind, ohne gar nichts. Wir sind am neuen Spot angekommen. André macht sich gerade schon einen Spinnerbait zurecht. Das heißt, wir sind im Flachwasser und ich fische ein Chatterbait. Auch eine Neuheit, die bei uns im Programm ist. Der Unterschied zu vielen Chatterbaits, die schon am Markt existieren, ist, dass auch hier der Kopf aus Tungsten ist, ähnlich wie bei unserem Spin-Jig. Und das Blade ist nicht aus Metall, sondern aus Kunststoff. Das heißt, die Aktion ist etwas weicher. Und den probiere ich jetzt mal wieder in der Farbe Headlight mit einem abgeknipsten Ring-Tease von uns als Trailer. Während Westin nur den Spot gewechselt hat, verlässt nach LMAB auch Hearty Rice das Haringfleet. Da B1 gleichzeitig flussabwärts ins Hollandsdiep fährt, befinden sich nun also alle Teams auf demselben Gewässer. So, wir haben jetzt komplett den Flussabschnitt gewechselt. Wir sind jetzt im Hollandsdiep. Wir sind ganz gezielt hierher gefahren. Wir haben den noch nicht getestet diese Woche. Aber letztes Jahr war ich hier zu derselben Zeit. Und wir haben hier sehr gut Barsche gefangen. Eigentlich auch Hecht und Zander. Aber wir sind wegen der Barsche gekommen und das werden wir jetzt so die nächste Stunde probieren. Wir werden diese Bohne hier total ausfischen. Ja, fahren wir auf hier, oder was? Pferde. Fahren wir hoch, wo Bewegung ist. Fahren wir da hin, wo du schon einen guten Ding hast. Schauen wir mal, den Spot haben wir ausgeräuchert. Ja. Jetzt fahren wir zum nächsten. Wenn jeder so bringt. Der ist gleich, die Pferde ist ja gleich da, oder? Ja, ja. Ich habe jetzt gewechselt auf den Jigspinner und zwar auf den
Köfi Good Vibe, hier in der Farbe Purple Rave. Und der Clou an dieser Geschichte ist, also wir haben richtig geile, viele verschiedene Farben für die einzelnen Blätter in den einzelnen Köderfarben natürlich, aber wir haben eben immer zweifarbige Optionen und zwar auch mit einer Wechseloption zwischen Colorado und Willow. Also Colorado ist dieses ründlichere und das Willow ist dieses länglichere. Und wenn ich mal ein bisschen stabiler, also ein bisschen ruhiger im Lauf unterwegs sein möchte, dann nehme ich eben das Willow. Es bleibt nämlich relativ gerade nach hinten und dreht kleinere Kreise als das große oder als das Colorado. Das dreht viel, viel mehr in Rotation und sorgt aber auch dafür, dass der Köder, wenn man den schnell anschickt, sehr viel links und rechts flattert. Und um einen ruhigeren Lauf zu erzeugen, kann man hier eben mit dem Willow dann arbeiten. Und ja, beides hat auf jeden Fall seine Vor- und Nachteile. Ne? Also manchmal ist eben besser, einen ruhigeren Lauf zu haben und manchmal ist es eben besser, einen aggressiveren Lauf zu haben, mehr auszubrechen, mehr Rotation, mehr Vibration im Köder selbst auch zu haben. Aber jetzt probiere ich es mal ein bisschen ruhiger. Was hat der Enrico eigentlich schon gefangen? Die haben noch nichts abgegeben. Oder? Das weiß ich gar nicht. Da war nichts drin, hä? Ah, die haben noch nichts abgegeben. Was ist denn los? Nein, die haben schon was, aber die haben nichts abgegeben. Also wir wundern uns jetzt gerade, warum das der Enrico nichts in der Liste drin hat. Entweder sind alle zwei Hände kaputt, oder? Aber glauben wir mal nicht. Entweder er macht irgendwie wieder ganz komische Sachen. Vielleicht möchte er einen großen Hecht fangen. Da konnte ich natürlich schon mal sehen, wenn man einen halben Tag fischt, hat man da keinen Biss nicht gekriegt. Aber spätestens heute Abend werden sie es aufklären. Perch, big perch. Make sure to net it for you. Yes! Not big, but good. Good. Yeah, this direction. Boom. Poof. Yes! Such a relief in the tournament, huh? Catching a species that we need. It's not a big one, but it doesn't matter. Wet the net. Bisschen Wasser rauf machen, dass der Kollege auch komfortabel liegt hier auf der ganzen Sache. And he took a Berkeley, ein Power Swimmer in der extra soften Variante. Und ich habe den gefischt an einem Chatterbait. Und ich habe die Fransen abgenommen von dem Chatterbait. Ich habe also nur den Chatterbait mit dem Berkeley Power Swimmer genommen. Okay, ist 39,5 cm, wird also hochgerundet auf 40 cm. Kein Riese, aber unser erster Barsch im Boot. Nicht der größte Barsch, den Freddy je gefangen hat, trotzdem ein guter Turnierfisch, zumal es Abu Garcias erster dieser Art ist. Barsche sind häufig im Trupp unterwegs. Hängt da etwa direkt der zweite? Very big perch. That's a big perch. No, it's a pike, I think. It's a pike, I think. Yeah, it's a pike, small pike. I had a second where I hoped it's a big perch because kind of like a short quick bite, also ein kurzer harter Biss. Und dann hat er das Schütteln gemacht. Und bei der Hechtgröße, das sind genauso die Hechtgrößen, wo man es noch manchmal verwechselt. Ja. Gerade wenn man natürlich im Turnier ist und unbedingt einen großen Barsch braucht. Egal, geil. Gut, wir haben also auf jeden Fall schon mal einen Hecht. That's good. Ja. Und ja, man wird halt auch ein bisschen warm jetzt mit dem Platz. Ne? Man angelt sich jetzt hier ein. Wir haben auch nicht so viel Trainingszeit gehabt hier. Wir haben hier nur einmal kurz eine Stunde trainiert oder so auf der Ecke. Und fühlt sich auf jeden Fall gut an, wenn man hier ein paar Fische ins Boot kriegt schon mal, die man dann nur noch upgraden muss. Das ist ein kleiner Hecht hier. Ich mache mal kurz alles fertig. Einmal das Maßband nass machen hier und dann gucken wir mal. Das ist so ein 55er, also kein großer Fisch, aber... Yeah, but it's over the limit. Ja, und genau, man weiß, dass man halt auf den Fisch angelt. Er hat auch wieder den Berkeley Power Swimmer genommen in der extra Soft Variante. So, der hat... ja, 60 cm. Ja, den werden wir auf jeden Fall upgraden müssen. Aber unser erster Hecht im Boot, ja, ist reiner Beifang jetzt beim Barschangeln. Ja? Also wir haben es jetzt überhaupt nicht darauf abgesehen, die zu fangen. Wir freuen uns über die Beifänge, aber
Ich hatte eigentlich gehofft, dass es vielleicht ein schöner Barsch ist. Naja, freuen wir uns auch drüber. Ey, der hat sich angefühlt wie so ein richtig schöner, dicker Fuffi-Barsch, ey, Alter. Angeschlagen und ich habe ihn dann mit dem Kopf ja auch nicht weggehen lassen. Sondern er kam dann mit einem offenen Maul auf mich zu und hat nur den hier gemacht. Und ja, klar, fühlt sich an wie ein großer Barsch dann, ne? Kein großer Barsch, aber dafür der erste Hecht und damit Fisch 6 auf Abu Garcias Scoreboard. Aktuell scheint eine Fullcard nach Tag 1 absolut realistisch zu sein. Philipp. Ja, bitte? Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Mach mir mal eine Bömme. Eine Bömme? Komm, schmeiß noch so eine Scheibe Brot, 4 Scheiben Salami drauf. Haben wir nicht sogar Oliven dabei? Genau, die haben wir nicht dabei. Nicht? Ja, logisch. Habe ich die nicht in den Rucksack? Hast du das? Nee, weiß ich nicht. Ja. Gibt's aber jetzt nicht. Jetzt gibt's eine Bömme. Oh, Mensch, schmeiß doch drauf. Muss schon mit ein bisschen Liebe gemacht sein auch. 4? Nein. Es sind knappe Zeiten, Junge. Genau, der nächste Spot. Jetzt habe ich meinen Killswitch mitgenommen. Der nächste Spot ist wieder ein relativ tiefer Spot. Allerdings mit ja, doch einer Nähe zum absoluten Flachwasser. Deswegen muss ich einmal kurz den Köder hier wechseln. Mit 10 Gramm bin ich ein bisschen zu leicht. Ich gehe auf 12. Denn die Kante hier ist schon relativ steil. Und ich will auch, dass der Köder doch lange fällt. Also Flachwasser werfen und dann die Kante runterfallen lassen. Zielfisch hier ist primär Zander, aber hier kommen auch Barsche und Hechte als Beifang, weil hier auf den Kanten immer extrem viel Futterfisch ist. Und das sieht man da auch auf dem 360er. In der Kante selbst ist brutal viel Futterfisch. Und das ist auch eigentlich immer ein guter Indikator für Raubfische. Nur beißen müssen sie natürlich. Fisch. Und wieder Hecht wahrscheinlich. Hecht. Geht schon. Naja, immerhin. Nicht Endstufe. Da ist er! Jawohl. Ja, haben wir ihn. Frankie, hast du mir geliefert. Ah, Mann, ey. Ein bisschen größer. Noch kein Endfisch, aber schon mal besser als der andere. 73, oder? Ja, so. 73, komm. 73. So, der nächste Hecht an Bord. Auch wieder mühsam. Ernährt sich hier das Eichhörnchen. Kleiner Hecht, aber freuen wir uns auch. Auf jeden Fall hat er Maß und zählt. So, Baby. Schön wachsen, bitte. Ah, ja, ein bisschen größer könnte er sein. Aber wir sind dran. Zumindest haben wir ein Gefühl auf dem was hat ein Crankbait? Crankbait-Angelei ist hier angesagt und hat im Training auch schon ganz gut funktioniert. Oh, ja. Und dann machen wir jetzt weiter. Wir machen Strecke. Kämpfen gut. Da ist er. Top, top. Vorsicht, Vorsicht. Einen Schreck gekriegt. Schön ruhig. Ja, Vorsicht. Okay. Jawohl. Da ist er. Da ist er. Ah, schön. Jetzt geht's. So, Vorsicht. Da kommt er. Ah, schön. Das ist größer. Der nächste. Naja, immerhin. ...80? 81. Auf jeden Fall eine Verbesserung. Wird langsam. Oh. Quick-Release, da macht er Rabatz. Oh, ja, guck mal. Das Blut ist nicht vom Hecht. Das sind immer so eine Schürfwunden. Aber super. So, weiter geht's. Jetzt brauchen wir noch ein paar Barsche und ein paar Zander, dass wir erstmal im Beat sind. Ja. Die nächsten beiden Hechte für Frank und sie werden immer größer.
B1 zieht an Hearty Rice vorbei und rückt auf Platz 4 vor. Oh, it's a big pike. Yeah. Pike. Could be mid or end 90. Yeah. Careful. Yeah, I know. Yeah. I know. It's at least 85. Yeah. We need this one. It's all the way down there. Yeah, I opened it. Just take it easy. Take it. Yes! Yes, good. Not a big, yeah, but a good fish. But we need it. Berkeley Pearl Spintail. One more perch and we have full card, man. Barely hooked. Barely hooked. Okay, close the mouth. Yes, mouth closed. It's there, touching. That's okay. 92 is okay. 92. 92 centimeter. Boom! Berkeley Pearl Spintail, meant for perch, but we're fishing spots that hold perch and pike, so that's a good one. That's a big relief. Only one perch left, and then we have a full card before lunch. That's good. And release this beauty. Yes, there she goes. Pike. Love it. I love it. Oh, what a bite. Muy bueno, amigo. My first YPC shore. This little guy saved me on the last minutes to get my needed perch, and today brought me a really good pike. Der Spitzenreiter legt nach. Ein 92er Hecht für Simon. So fehlt Abu Garcia nur noch ein einziger Barsch zur Full Card. Zum Ende der Folge 3 ergibt sich somit folgender Zwischenstand. Abu Garcia liegt mit 560,9 Punkten deutlich vorne. Auf Platz 2 folgt Westin, die aktuell 4 Barsche in der Wertung haben. Knapp dahinter rangiert Bullseye mit 3 verschiedenen Fischarten auf Platz 3. Sie konnten bereits einen richtig großen Fisch fangen. B1 ist mit 3 Hechten Vierter. Hearty Rice hat bisher einen noch einsamen Traumhecht in der Wertung und LMAB ist bislang das einzige Boot ohne Fangerfolg. Doch es soll mal ein weiser Afrikaner gesagt haben, um dem Feld vom Hintern aufzuräumen, muss man erstmal natürlich hinten stehen. Ob das Vorhaben gelingt, seht ihr bereits am kommenden Sonntag in Folge 4. Wir freuen uns sehr über Likes, Kommentare und neue Abonnenten. Ciao!